Frau Wieland, Sie machten im Laufe Ihres Lebens einige besondere Erfahrungen, die Ihnen unvergesslich blieben. So hatten Sie im Jahr 1998 eine außerkörperliche Erfahrung. Wie kam das? Das war während meines Studiums. Es ging gegen den Abschluss des Studiums zu. Und es gab sehr viele Prüfungen und noch Arbeiten abzuschließen. Es war sehr viel zu tun. Und ich habe Tag und Nacht gelernt. Ich war umgeben von Büchern und habe in dieser Zeit sehr wenig auf mich selbst Acht gegeben. Ich habe Raubbau getrieben an meinem Körper, ich habe mich schlecht ernährt, ich habe nicht geschlafen und dann so der Stress von der Prüfung, die da über dem Horizont langsam hochkommt, das Staatsexamen, das hat mir sehr viel Energie geraubt. Und eines Nachmittags hing ich wieder über den Büchern und dann wurde ich sehr müde und habe gedacht, ich lege mich mal kurz 10 Minuten hin. Ich habe da in einem Zimmer gewohnt, war alles zusammen, da das Bett und hier der Schreibtisch und da der Schrank und so, war alles in einem Raum. Ich habe mich hingelegt und bin eingeschlafen. Und dann bin ich aber wieder so ein bisschen wie aufgewacht, weil ich ein Stimmengewirr gehört habe. Und das war keine Sprache, die ich verstanden habe, also kein Deutsch oder so. Aber ich habe das eindeutig als Stimmengewirr wahrgenommen. Und daneben hatte ich noch den Eindruck, die physische Empfindung, dass jemand mir hier auf der Armseite, dass jemand mich stupst, so wie wach auf oder so irgendwie. Und das Eigenartige war, ich konnte meinen Kopf nicht drehen, um zu gucken, wer das war. Also nicht meinen physischen Kopf, ich habe ja geschlafen. Aber ich konnte mich nicht dem zuwenden. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich ganz leicht in eine sitzende Position gegangen bin und habe mich gegen das Fußende des Bettes bewegt. Und dann bin ich durch die Wand. Und draußen war so eine Wendeltreppe. Und in dieser Wendeltreppe, da habe ich mich wiedergefunden. Und erst dann habe ich realisiert, ach du liebe Güte, jetzt ist irgendwas passiert, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Jetzt bin ich irgendwo gelandet, wo die physikalischen Gesetze, die ich kenne, nicht mehr greifen. Und die Leute aus dem Haus waren in den Ferien. Ich kann nicht mal jemandem rufen. Und dann habe ich eine Präsenz bei mir wahrgenommen. Ich habe diese Präsenz nicht gesehen, aber ich habe gespürt, da ist jemand oder etwas und hat an mich eine Anfrage gestellt, die nicht in Worten kam. Aber meine Antwort auf diese Anfrage war, wenn ich noch mal zurück darf, werde ich zusehen, dass ich liebevoller mit mir selbst umgehe. Und kaum war der Gedanke ausgesprochen oder ausgedacht, habe ich gefühlt, wie ich in fast Lichtgeschwindigkeit und fast schmerzhaft wieder zurück in den Körper kam. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und habe gedacht, meine Güte, was war jetzt das? Und ich hatte Herzklopfen und ich war ganz aufgewühlt. Ja, das erst später habe ich habe dann viel gelesen, ich habe Leute gefragt und mit einer Psychologin gesprochen und dann erst ein Jahr später oder so habe ich das Wort außerkörperliche Erfahrung überhaupt zum ersten Mal gehört. Dann habe ich gedacht, könnte sowas gewesen sein. Aber was mich irgendwie berührt, war die Fürsorge in dem Ganzen. Ich glaube, der ganze Sinn und Zweck von dieser recht kurzen Erfahrung war, dass ich realisiere, dass ich auch Grenzen habe, dass meine Kräfte Grenzen haben und dass ich dass ich sorgsam mit meiner Kraft umgehen muss oder darf. Einige Zeit später hatten Sie eine weitere außerkörperliche Erfahrung, die sogar von einer Zweitperson bestätigt wurde. Das war nicht lange danach, vielleicht ein Jahr oder so. Zu der Zeit war ich
bei meinem Mann, der schon bereits in Amerika wohnte. Ich war noch in Zürich mit meinem Studium beschäftigt. Und wir flogen 2-3 Mal im Jahr hin und her. Das war noch zu der Zeit, als man die Flugtickets sich noch leisten konnte. Und in dem Sommer war ich 3 Wochen bei ihm in San Diego. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Und dann war Zeit für mich, um zurückzufliegen. Und ich habe gewusst, jetzt kann ich während bestimmt eines Jahres nicht mehr zu ihm reisen. Denn jetzt kommt das Staatsexamen und die Prüfungen und all das. Und das Vikariat auch, da kann ich auch nicht einfach weg, so. Und ich saß im Flugzeug und ich war überwältigt von Trauer. Und ich kann mich erinnern, dass ich saß da in meinem Sitz und die Tränen sind mir einfach runtergelaufen. Ich konnte nichts dagegen tun. Die waren gerade hinter den Pforten und haben sich ihren Weg gebahnt und es lief einfach. Und das zweite Gefühl war Liebe. Und eine Liebe, deren Qualität ich fast nicht beschreiben kann. Es war größer als das, was ich vorher in meinem Leben erfahren habe. Und in diesen beiden Gefühlen von Trauer und Liebe und diesem intensiven Wunsch, ich möchte nur noch einmal zurück und ihn noch einmal einfach nur angucken. Aus Trauer bin ich eingeschlafen, kam mir vor wie die Jünger im Garten Gethsemane, die vor lauter Trauer nicht mehr wissen, wie und dann einfach wegschlafen. Und dann, währenddem ich weggeduselt bin, hatte ich die Erfahrung, dass ich tatsächlich bei ihm in der Tür stehe und ihn anschaue. Und dann setzte der Flieger an zum Landen. Ich kam zurück, bin aufgewacht und bin ins nächste Flugzeug gestiegen, nach Hause geflogen. Und ich hatte das Erlebnis zu Hause schon fast wieder vergessen. Und dann habe ich ihm angerufen, hey, ich bin zu Hause, alles gut gegangen und so. Und dann sagt er, also er ist Wissenschaftler, er ist jetzt nicht ein Mensch, der solche Erfahrungen sucht. Er hat gesagt, du, was ganz Komisches ist passiert. Ich bin in der Nacht aufgewacht und ich habe dich gesehen, wie du im Türrahmen stehst und mich anschaust. Und dann fiel mir das wieder ein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte so einen Traum, so ein Erlebnis, kurz bevor wir in Atlanta runtergingen. Und dann haben wir die Zeit verglichen und es war die gleiche Zeit. Und das hat mich so berührt. Und was mich am meisten bei diesem Erlebnis berührt hat, war, dass irgendwie der Motor vom Ganzen, also die Aktivierungsenergie, wenn man so will, war Liebe. Dass Liebe Raum und Zeit überwinden kann und 2 Menschen wieder verbinden kann, die so auf der gleichen Frequenz schwingen. Das berührt mich immer noch. Frau Wieland, im Juni 2017 hatten Sie ein besonderes Erlebnis, wo Sie die Wirkung eines Schutzgeistes erlebten. Das war ein wunderschöner Sommertag, sehr trocken. Ich habe jemanden zum Bahnhof gefahren und auf dem Rückweg habe ich nochmal die Konversation im Geiste durchgespielt und auch so ein bisschen Tagtraum gehabt. Und dann bin ich da so meine Strecke gefahren, die ich in- und auswendig kenne. Und dabei habe ich nicht gemerkt, wie ich sozusagen mit dem Auto mit einer Pobacke auf der anderen Fahrbahn gelandet bin. Und vor mir kam eine Kurve. Und in dem Moment habe ich gesehen, dass vor mir so wie eine Nebelbank ist. Und in der Nebelbank, also das passierte alles zeitgleich. Ich bin irgendwie aufgewacht aus meinem Tagtraum, aus meinem inneren Dialog. Ich habe die Nebelbank gesehen, im gleichen Moment habe ich Scheinwerfer gesehen, die mir entgegenkommen. Es war in einem bewaldeten Stück und
Und hierzulande muss man die Scheinwerfer einstellen, also das Licht am Auto. Und ich habe die Scheinwerfer, den Strahl gesehen im Nebel. Und dann habe ich realisiert, dass ich ja zu weit auf dieser Seite bin, konnte gerade noch korrigieren und in dem Moment fuhr schon das Auto, das auf der Gegenfahrbahn kam, um die Kurve rum, ich habe es ja nicht gesehen, braust an mir vorbei. Und das Erlebnis hatte so ein eigenartiges Bouquet. Ich habe vorhin gesagt, es war sehr trocken. Das weiß ich noch, denn wenn ich mich gekämmt habe oder ein T-Shirt angezogen habe oder was, dann sind die Haare so weggestanden. Das war wirklich, die Luft hat geknistert. Woher kommt da Nebel, wenn es so trocken ist? Woher kommt der Nebel? Und das Ganze kam mir so komisch vor, dass ich gerade nachher, ich musste ranfahren, rechts ran, weil mein Herz hat auch geklopft. Und dann bin ich aber ausgestiegen und noch ein Stück zurückgelaufen. Da war kein Nebel. Da war nichts. Und wenn also heute deute ich das so, dass sich da etwas manifestiert hat als Nebel, um mich zu warnen. Denn ohne dieses Phänomen hätte ich die Scheinwerfer nicht gesehen. Es war nachmittags um 4 oder so. Dann haben Sie den Eindruck bekommen, dass es eine Einwirkung von der jenseitigen Seite war, die Sie da vor einem Unfall bewahrt hat. Das habe ich damals gedacht und heute immer noch. Denn zu der Zeit war ich schon ein bisschen wacher. Ich habe solche Erlebnisse immerhin im Bereich des Möglichen angesiedelt. Und ich glaube auch, dass wir Schutzengel haben. Und ich denke, das war mein Schutzengel, der sich da irgendwie auf diese Art gezeigt hat. Aber es war Teamwork. Ich musste ja noch die Scheinwerfer wahrnehmen und selber korrigieren. Also es hat mich nicht jemand mit dem Auto genommen und auf die Seite geschubst. Es war Teamwork. Mir wurde was gezeigt und ich konnte darauf reagieren und so etwas Schlimmes verhüten. Ja. Später hatten Sie noch eine weitere Erfahrung, wo Sie die Gegenwart der jenseitigen Seite fast körperlich spürten. Das war ein Erlebnis, Herr Julnik, das ich bis zu meinem letzten Tag nicht vergessen werde. Das war auch im gleichen Jahr 2017. Im April und es war Abend. Ich habe mich schon bereit gemacht, um ins Bett zu gehen und habe noch ein bisschen auf dem Bett gelegen und über Gott und die Welt nachgedacht. Und mir ging gerade so das Thema, also es braucht diese Vorgeschichte, um dann nachher, ja, vielleicht macht es mehr Sinn, wenn ich die Vorgeschichte dazu gebe. Ich habe nachgedacht über das Thema Vergebung und ob wir lebenden Menschen vergeben können, die schon gestorben sind und ob die Vergebung, die jetzt im Nachhinein kommt, diese Menschen erreicht. Und dazu kommt noch ein zweiter Gedanke. John O'Donoghue ist ein irischer Poet, der hat mal gesagt, dass im Jenseits Zeit und Raum nicht existiert und dass die Menschen, die schon gegangen sind, uns immer noch von dort aus segnen können. So, das ist so eine Zwei-Weg-Geschichte. Ich kann meine Vergebung jetzt aussprechen oder denken oder fühlen. Und das kommt drüben an oder wo immer drüben ist. Das war so der Gedankenkreis, der Vorstellungskreis, mit dem ich da auf dem Bett gelegen bin. Und es kam so ein Aha-Erlebnis. Und da habe ich gedacht, ich kann ja immer vergeben, also wenn es mir möglich ist. Es gibt auch Situationen, wo ich die Vergebung noch nicht schenken kann. Da muss ich selber noch mit mir klarkommen. Und weiter lief dann der Gedanke dazu hin, dass Jesus gesagt hat, vergebet euren Feinden und betet für die, die euch übel wollen.
Und so liefen meine Gedanken weiter im großen Themenkreis von Vergebung. Und dann bin ich auch wieder so ein bisschen eingeduselt. Und dann hatte ich einen Traum, also einen ganz normalen Gartenvarietät-Traum. Und dann kam ich aus dem Traum wieder wie ein bisschen mehr in ein Bewusstsein. Aber das war so ein Zustand, der ist nicht richtig schlafen, aber der ist auch nicht wach. So in diesem, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist ein wunderschöner Schwebezustand. Und dann habe ich gespürt, physisch gespürt, wie auf dieser Seite, auf der rechten Seite und auf der linken Seite, auf der rechten Seite ein bisschen stärker, die Matratze eingedellt wird. Also wie wenn jemand da sich aufstützen würde oder sich hinsetzen würde. Und ich hatte meine physischen Augen geschlossen, aber die inneren Augen waren weit offen. Und ich weiß, wie ich diese Präsenz wahrgenommen. Ich weiß nicht, wer das war oder was das war, aber es war gut. Es war absolut gut. Und ich weiß noch, wie ich meine Hände ausgestreckt habe. Und dann hat jemand oder etwas diese Hände genommen. Und ich kann fast nicht beschreiben, wie das Gefühl war. Diese Vitalität, in die ich so quasi meine Hände eintauchen konnte. Und es war nicht eine neutrale Vitalität, so etwas, das einfach da ist und von dem man ein bisschen nehmen kann oder nicht. Ich war gemeint damit. Es floss Liebe, es floss Leben und das ging von den Händen aus, ich spürte durch die Arme, durch den ganzen Körper, wie wenn man das Telefon, das so im roten Bereich ist, schon von der Batterie her, einstöpselt und dann geht's wieder nach oben. Ich kriegte so einen Schub von Kraft und ja, du bist gemeint, du bist auf einem guten Weg. Und eigenartigerweise habe ich auch so ein kleines Blitzen von Dankbarkeit gespürt. Nicht von mir ausgehend, das schon auch, aber auch, dass mir Dankbarkeit entgegenkam. Und ich wollte aufwachen, ich wollte sehen, wer das ist. Aber natürlich habe ich nicht so weit überlegt, denn wenn ich meine physischen Augen aufmache, dass da nichts sein wird. Es war wirklich eine andere Art Ereignis. Und dann habe ich mich gezwungen, wach zu werden und zu gucken. Und ich habe mich wiedergefunden im Bett liegend, so mit ausgestreckten Händen und einem Grinsen auf dem Gesicht. Und das Gefühl, das blieb noch ungefähr eine Viertelstunde oder so, ich kann es nicht genau sagen, noch eine Weile. Und dann merkte ich aber, je mehr das Tagesbewusstsein zurückkam und ich wieder in mein grobstoffliches Selbst zurückkam, da verschwand das auch. Aber ich hatte nachher so ein Gefühl von Verlust und von, wo ist es, ich möchte das wieder haben. Was meinen Sie, wer könnte das gewesen sein? Also ich habe 3 Varianten an Erklärungsmodellen und ich kann Ihnen nicht sagen, welche ich jetzt von diesen 3 die schönste fände. Es sind alle 3 irgendwie wunderschön. Die erste Variante ist, dass tatsächlich mein Schutzengel sich buchstäblich neben mich gesetzt hat und meine Hand gehalten hat und mir was geschenkt hat. Die zweite Variante ist, dass Gott selber, dass Jesus, ja, wieso nicht, mir klar machen wollte, du bist auf einem guten Weg. Das mit der Vergebung, Mädchen, da hast du was, verfolge das. Die dritte Variante, was wäre, wenn tatsächlich die Person, der ich vergeben habe, es geht um meinen Vater, dass der tatsächlich die Möglichkeit hatte, mir auf diese Weise zu danken. Und wenn ich das jetzt so erzähle, also vielleicht merken Sie, ich ringe ein bisschen um Worte. Ich bringe am besten ein Bild.
Es ist wie wenn ich ein wunderbares gekochtes Menü hätte von einem 5-Sterne-Koch und möchte Ihnen davon erzählen. Aber anstatt zu erzählen, reiße ich die Seite aus dem Kochbuch raus und gebe sie Ihnen. Das ist so der Unterschied zwischen dem Erleben, dem physischen und geistigen und spirituellen Erleben und dem, was dann nachher so dünn und trocken hier aus dem Mund rauskommt und was man jemand anders weitergeben kann. Das ist irgendwie, es verbröselt so. Frau Wieland, was für eine Auswirkung hatten diese verschiedenen besonderen Erfahrungen, die Sie da erlebt haben, auf Ihr Weltbild? Es ist ambivalent. Ich fange mal mit der schwierigen Seite zuerst an. Nach vor allem diesem letzten Erlebnis, was auch sehr physisch war, wieder hierher in das grob Pixelige zurückzukommen, also mit dem kämpfe ich manchmal jetzt noch. Mir kommt unsere 3D-Welt, in der wir uns hier bewegen, ja, so ungeschlacht vor. So grob. Ja, da hat man so ein Erlebnis und weiß, wie es auch noch sein könnte. Und dann kommt man wieder zurück und ist wieder Fußgänger. Ja, es bestärkt eigentlich ein Gefühl, das ich schon seit Kindheit kenne. Ich habe mich immer sehr fremd gefühlt in dieser Welt. Und als ich realisiert habe, recht jung, 6 oder 7 oder so, dass man die Tiere tötet, damit wir Fleisch haben, das kam mir vor wie ein Frevel. Ja, ich habe ja vorher auch Fleisch gegessen und ich bin nicht Vegetarierin. Aber ich weiß noch, als da in meine kleine heile Kinderwelt etwas eingebrochen ist, mit dem ich stellenweise immer noch ringe. Ich denke häufig, was ist das für ein komischer Ort, an dem wir hier gelandet sind? Wir schürfen uns die Knie auf und stolpern so durch das Leben und torkeln vorwärts. Und hin und wieder finden wir mal irgendwie eine Erkenntnis oder haben eine Inspiration. Und dann wird man irgendwie so erfrischt und aufgerichtet. Aber leider ist das nicht die normale Erfahrung. Die normale Erfahrung ist, dass man das Auto waschen muss, dass man Steuern zahlen muss, dass man sich Sorgen machen muss wegen dem Pipapo. So. Und ja, und jetzt diese Erlebnisse, die haben mir nochmal gezeigt, wie soll ich sagen? Also ich liebe diese Welt, ich finde sie sehr schön. Aber sie hat auch was Grobes, so was Ungeschlachtes. Gut, das war die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, diese Erlebnisse kommen mir vor wie Kerzen, die angezündet worden sind und auf meinen Lebensweg gestellt worden sind. Und wenn ich jetzt zurückgucke, dann auf meine Vergangenheit, auf mein Leben, dann ist da so eine ganze Reihe, da mal eine Kerze, da mal wieder eine. So ein erhellter Weg. Und es gibt keinen einzigen Grund auf dieser lieben Welt, der sagen würde, es gibt in der Zukunft keine solche Kerzen mehr. Also diese Erlebnisse, die betten mich ein in eine größere Welterfahrung. Und das ist unglaublich tröstlich. Also Sie glauben an ein Leben nach dem Tod? Ja, absolut. Absolut. Frau Wieland, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Czolnik, und schön die Arbeit, die Sie tun.